Beste Solo-PvP-Klasse in Patch 11.2 Ghosts of Karish, Tierlist Update Season 3. Und genau darum geht's im heutigen Video, denn viele von euch fragen sich gerade, welche Klasse wird in Season 3 dominieren? Welche Nerfs kommen gegebenenfalls auf mich zu? Lohnt sich ein Klassenwechsel oder sollte ich lieber bei meinem Main bleiben? Diese Fragen werden wir uns heute stellen. Yo, what's up? You wanna listen to the video in English? No problem. Just click on the little gear icon down here, then select audio track English, or if you just want subtitles, click on subtitles, auto translate and boom, you understand everything. Let's go! Okay, nice to know, aber zurück zum Thema PvP Tierlist. Ich zeige euch nun eine persönliche Einschätzung zur zukünftigen Klassenperformance im PvP. Dafür orientiere ich mich an der aktuellen Meta und analysiere aufgrund von Daten, wie die Klassen voraussichtlich performen könnten. Basierend auf den aktuellen PTR-Patch-Notes, Data-Minings der jeweiligen Tiersets und bestehenden Spec-Rankings im Solo-Shuffle. Ganz wichtig nochmal, diese Tierlist ist natürlich nur eine vorläufige Einschätzung, da Blizzard jederzeit noch Änderungen vornehmen kann. Zunächst einmal sehen wir uns die aktuelle Meta anhand der bereits existierenden Daten an. Dazu nutze ich die Seite drustvar.com. Diese bietet Einsicht über verschiedene Brackets und Leaderboards mit den jeweiligen Spielern und wie diese gerankt sind. Für meine Zwecke gehe ich auf Flavor of the Month oder kurz FOTM EU Solo Shuffle 2400+. Und alles, was ihr nun seht, ist nicht das Werk eines Dreijährigen, der neue Buntstifte bekommen hat, sondern zeigt den Anteil der Spieler, der mit der jeweiligen Klasse und Spezialisierung über 2400 Rating vertreten sind. Im niedrigeren Ratingbereich mag das Ganze wieder anders aussehen, aber wir orientieren uns an den Besten der Besten. Denn für mich ist klar, wenn ein Spec oft ganz oben vertreten ist, wird dieser automatisch besser sein als alle anderen. Sonst würden nicht so viele Spieler diese Klasse spielen und schon gar nicht so hoch. Klingt logisch, oder? Anhand dieser Kurve lässt sich aber auch ablesen, wann Nerfs bzw. Buffs ins Spiel gekommen sind und welchen Einfluss das auf die jeweilige Klasse hatte. Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Was ich nun getan habe, ich habe die jeweiligen Werte der einzelnen Specs zum Ende des Season 2 in eine Tierlist-Tabelle gestopft. Dabei kam die aktuelle Tierlist für Patch 11.1.7 raus. Wie ihr anhand der Grafik sehen könnt, sind keine Werte für Tanks drin im PvP auf Drustvar. Darum habe ich sie auch in meiner Grafik weggelassen. Wie ihr sehen könnt, ist auch eine etwas ausgedünnte Tabelle entstanden. Ich habe nicht alles in eine Kategorie gestopft, wie es vielleicht andere Streamer tun, sondern wie die Daten es auch wirklich zeigen. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fragt, warum Feral Druide ganz unten ist, dann schaut euch die Tabelle auf Drustvar an. Ihr werdet sehen, dass dieser Spec gegenüber anderen Klassen deutlich weiter unten liegt. Wie ihr seht, ist die Tabelle auch deutlich realistischer. Damit haben wir jetzt eine Basis geschaffen, mit der wir auf jeden Fall arbeiten können. Als nächstes habe ich mir die Developer Notes von bluetracker.gg angesehen. Auf dieser Seite werden alle Änderungen, Hotfixes und zukünftige Anpassungen im Spiel angekündigt, bevor sie live sind oder sich vorab schon Änderungen auf dem PTR abzeichnen. Ich habe dort alle relevanten Klassenänderungen, Buffs, Nerfs und Mechaniken mit KI analysieren lassen und das mit der bestehenden Daten kombiniert, die wir bereits gesammelt haben. Zusätzlich bin ich auf wowhead.com gegangen und habe mir alle relevanten Tiersets angesehen und deren Eigenschaften, die bereits datamined sind. Diese habe ich natürlich mit einfließen lassen, einmal ohne und einmal mit 33% Effektivität, weil im PvP die Set-Boni reduziert sind. Das alles zusammen ergibt eine wesentlich genauere Einschätzung der jeweiligen Klasse und Spec und ich finde, Zahlen und Fakten sind deutlich besser. Was hat sich also nun geändert? Hier einmal die Auswertung der Daten mit allen relevanten Einflüssen in einer großen Übersicht. Und anhand der Tendenzen kann man nun auch klar ablesen, welche Klasse wirklich gebufft wurde und welche nicht. Das Ganze für DPS, Heiler und auch für Tanks, da diese Buffs gegebenenfalls auch für PvE-Spieler relevant sind.
Als nächstes sehen wir uns noch einmal die bestehende Tierlist an, auf der linken Seite aus dem aktuellen Patch 11.1.7 und das Ganze in Gegenüberstellung mit der voraussichtlichen neuen PvP-Tierlist zu Patch 11.2. Was hat sich getan? Arms Warrior, Retri Paladin und Beastmaster Hunter bleiben nach wie vor auf S-Tier. Mistweaver Monk hat einen Sprung gemacht von A auf S. Ebenso Frostmage und Havok Demon Hunter, die ebenfalls fette Buffs bekommen haben, zum Beispiel Immolation Aura. Mein Bild wird also künftig noch stärker werden, es sei denn Blizzard holt die Nerf-Peitsche raus. Restoration Root ist von B auf A gewechselt und Holy Priest und Preservation Evoker sind gleich geblieben, genauso wie Windwalker Monk und Balanced Root. Neu dabei sind Shadow Priest und Demo Warlock, die mit den Buffs von B auf A wechseln. Feral macht ebenfalls einen großen Sprung von D auf B und Elementarschamane steigt auch ein Stück nach oben. Sieger der Buffs sind deutlich die Todesritter, Unholy und Frost Decay. Beide sind auf A gewechselt und werden mit folgendem Patch saugefährlich. Als Sleeper-Bild betitle ich den Arkan-Magier. Dieser geht von D auf A und mit dem neuen Spell hat er auch extremes One-Shot-Potenzial, aber wir werden sehen. Verlierer der Patch Notes sind Destruction Warlock, Fury Warrior, Survival Hunter, Augmentation Evoker, Outlaw Rogue und last but not least der Enhancement Schamane, der, wer hätte es gedacht, wieder keine Liebe von Blizzard bekommen hat. Diese Klassen bleiben ungefähr so wie sie sind. Ich hoffe, euch hat dieses etwas detaillierte Video gefallen und ihr konntet daraus einige Schlüsse ziehen. Meine klaren Sieger für Solo-Shuffle stehen im S-Tier-Bereich. Damit solltet ihr auf jeden Fall im Lower Bracket gut performen und auch im höheren Rating sehr gut abschneiden. Natürlich ist es immer eine Frage, wie gut man mit der jeweiligen Klasse umgehen kann. Denn nur wenn man Meta spielt, heißt das nicht automatisch, dass man ein Top-Player ist. Aber ich denke, das ist jedem bewusst, der sich für PvP entscheidet. Abschließend würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like, Abo oder Kommentar da lasst, wie eure Einschätzung ist und für was ihr euch in Season 3 entschieden habt. Bis dahin erstmal fröhliches Cappen und bis zum nächsten Video.